So, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Schauen wir uns mal das hier an. 20 Minuten geht es. How and why did you decide to write an anti-Islamic book? What was the reaction of the people around you when you became Muslim? I thought to myself, Islam is a lie. Islam is a danger. In Amsterdam, I was born and raised there. We're a practicing Protestant family. After I finished high school, I studied comparative religion. I was a teacher for a few years. There happened a lot of things in the Netherlands, especially in my life. Also, when I look at the bigger picture when it came to Islam, I became politically active for the Freedom Party. I became a member of parliament. And in the end, I decided to write an anti-Islam book, which started as an anti-Islam book, changed into this search for God, and it ended up me becoming a Muslim. Ja, subhanallah, also interessantes Leben auf jeden Fall. Biografie, also ziemlich kurz und knapp. Kommt aus einer religiösen Familie, kam in die Politik und dann direkt Anti-Islam-Buch schreiben. Aber das war dann halt der Beginn für ihn, Allah subhanahu wa ta'ala zu suchen. How was your life in regards to Weil wir auch darüber lachen mussten? mussten. Before I was a Muslim, I was a Protestant Christian from the Reformed Church. We read from the Bible, we all got biblical names, we were all baptized, we went to church, etc., etc. So we're pretty Christian in that way, in that sense. Of course, I believe that there is a creator, I believed in heaven, hell, I believed in angels, revelations, and of course what separates the Christians from the Muslims is that I believe that Jesus Christ was the Son of God. Yeah, in a more philosophical way, I believed he was God himself, of course. I believed in the resurrection and crucifixion of Christ, of course, and I believed in the atonement. But because the Trinity is a very complex concept, whether you believe it or not, it's still very complex, because if there is a God in the Bible, it says God is. Also es hast du so wie Tawhid der Wahhabiyya, Salafiyya ist auch ziemlich kompliziert, ne? Also wollte ich mal so gesagt haben. Eternal, but if you are eternal and you die, you cannot be eternal, immortal at the same time. So that was something when I was a little older, 16, 17, I started questioning things like that. It's not very logical. I talked to many priests, preachers, even rabbis. Interessant, dass man in so einem jungen Alter, also 16, 17, schon dieses Unlogische herausliest oder kennt. Also das heißt, gesunden Menschenverstand hatte er schon, ne, dass er die Dinge hinterfragt. And the answers I got weren't very satisfying. That made it for me kind of complex. And in the end, I had some doubts about stuff like this. But I said, well, I set it aside and I thought, okay, I just believe it, and perhaps I'm not smart enough to get the whole picture. And I still believed in God. Ja, das ist wie auch viele bestimmt der Sekten, Wahhabi und so. Auch so, ja, okay, ist unlogisch, alles, aber egal. Da steht halt, dann glauben wir einfach dran. God, I still believe that Jesus was a very important person. I believed he was the Son of God, but how it exactly was, I left it for what it was. How and why did you? Das ist so Tawhid der Salafiyya einfach so. Ne? Es ist unlogisch und macht gar keinen Sinn und heißt einfach Körper und so, aber ja, da steht das, die lassen es einfach. Das ist genau dasselbe. Die hängen auch so richtig, ja, nee. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich gerade diesen Bezug zu Wahhabiyya die ganze Zeit habe, Salafiyya, aber irgendwie, weil vielleicht die letzten Tage haben die mich wieder provoziert, aber na gut. You decide to write an anti-Islamic book? After high school, I went to university and I did comparative religion. And the remarkable thing, I think, was that the first day of me going to college was September 11, 2001. Already. Was? First day of me going to college. Going to college war 11. September 2001. Das war sein erster Schultag? Also College meine ich? Okay. Was September 11, 2001. Already thought, okay, these Muslim guys are kind of crazy and this religion isn't the truth. Then a few years later was this guy in the Netherlands called Theo van Gogh. He was a famous filmmaker and he was killed in the street. He was shot and they tried to slit his throat and they put a knife in his stomach with a letter on it for another girl, and Hirsi Ali. And hab ich noch nie davon mitbekommen, ehrlich gesagt. Said, you are next. So it strengthened my anti-Islam feelings in such a way that I thought, well, I have to become politically active to do something and stop this evil of harming our country. You started politics because of Islam? Yeah, and that really had to do with Islam. That was krass, seine ganze Lebensgeschichte hat auf Islam aufgebaut. Also verrückte Muslime haben was gemacht und das hat ihn dazu bewegt, überhaupt in die Politik zu gehen und dann später auch. Er sagt, ich wollte dieses Böse aufhalten. Boah, richtig, Subhanallah, ja, nee, das ist jemand aus. So, stell dir vor, so dieser Alice Weidel jetzt von der AfD wird Muslime und trägt Kopftuch und so. Und wir werden genauso schockiert, ja, mindestens.
That's the reason that I wanted to write a book, to explain to people why Islam was a danger for the world. When I was writing my book, like I said earlier, the questions, the doubts I had about Christianity popped up again. And that was about truth, of course, because I was a believing Christian guy. And yeah, the Christian questions I had in the end were answered in an Islamic way. Because, of course, when I started writing the book, a lot of people think that... Okay, er nimmt Fragen mit aus dem Christentum. Also er hat es einfach geglaubt, aber jetzt ohne wirklich alle Fragen zu beantworten. Tamam. Dann fängt er an in die Politik, beschäftigt sich dann mit dem Islam, weil der Islam in seinen Augen das Böse ist, will gegen den Islam jetzt schreiben. Okay, soweit so gut. Aber dann, je mehr er sich mit dem Islam beschäftigt, desto eher werden ihm die Fragen beantwortet, die er im Christentum nicht beantwortet bekommen hat. Faszinierend. It was a political book, but it wasn't so much a political book, it was a religious book, because I wanted to show people why Islam was a danger as a religion, and I wrote it from a Christian perspective. So in the beginning, I made a comparison between the Christian concept of God and the Islamic concept. So I started comparing it. But because I had these doubts about the Trinity, and I saw Tawhid, the oneness of God in Islam, I thought, yeah, it sounds a little bit more logical. And er will so darstellen, er hat den ersten Versuch gemacht, so, ich will dir zeigen, so das Konzept von Gott in beiden Religionen. Also schon erste Kapitel so, okay. Das scheint doch so logisch. Wir sind unlogisch. Oh, subhanallah. Alhamdulillah. And then I thought to myself, well, I reread the Bible to refresh myself and see, okay, why isn't the concept of Islam, the Tawhid concept, isn't the Christian concept? But when I was reading the Old Testament and I saw what the Old Testament prophets said, it was one God, one God, one God. And then I thought, okay, I'll look only at the words of Jesus Christ in the New Testament. And then there's this story in the New Testament where a guy comes to Jesus and he asks him, what is the most important thing in life? How can I gain paradise? And he says there are two things. He says, hear, O Israel, here your God is one. Treat your neighbor as you want to be treated yourself. So I thought, well, even Jesus Christ says, hear, O Israel, your God is one. So I thought, well, this whole Muslim concept of God sounds more logical, and it's the same concept that I find in the Old and the New Testament. And I know Christianity as a religion teaches something else, but it isn't the concept of God that I find in the Bible. So das würde mich jetzt interessieren. Also wenn das doch so ist, dass er jetzt in der Bibel geschaut hat und in der Bibel ist das Konzept des Tawhid eher wiederzufinden als die Trinität. Wie begründen christliche Theologen und Geistliche das? Also wie wird das begründet? Das würde mich interessieren. Also wie begründen die das eigentlich? So after weeks and weeks of study, reading, rereading all kinds of books, I thought to myself, okay, perhaps this oneness of God is something that is true. So that's how it started. What resources did you use while doing your research? Because I was kind of shocked, I started writing to several authorities on these religious matters. And one of the guys that I wrote to was Sheikh Abdul Hakim Murad, and he's a professor from Cambridge University. But in a way, it was kind of strange, of course, because I was a politician back then still. I was writing an anti-Islam book with an anti-Islam purpose. And I'm asking this Muslim professor from another country, can you help me? So I told him I'm writing a book. I had a lot of questions. So I was very plain why I thought, why is Islam promoting terrorism? Why is anti-woman? Why is anti-Christian? Anti-whatever. After, I think, 6 weeks, he sent me a very extensive email. And he started explaining, directly answered a lot of my questions. But he also... Stark, also das ist diese Aufgabe, dass sich der Gelehrte, der Imam, eben diese Zeit nimmt und diese E-Mail dann auch beantwortet und sich die Zeit nimmt, ist gut, also ist sehr schön, Jani. Und er überhaupt, dass er zu einem Fachmann geht und mit ihm spricht, das ist nicht selbstverständlich. Also Islamhasser haben nicht, also ich meine, er war eine ehrliche Seele, ist ein ehrlicher Mensch, er wollte sein Land vor diesem Bösen schützen, natürlich vor dem Bösen, hat angefangen sich zu beschäftigen, aus theologischer Sicht, spricht dann auch mit Leuten, die auch darüber reden können. Ich meine, er hat alles richtig getan. Also so wünsche ich mir, dass jeder mit diesem Thema umgeht und nicht einfach das glaubt, was die Bildzeitung schreibt zum Beispiel. Also wenn jeder das machen würde, ist natürlich schwer zu erwarten, aber wenn es mehr Leute machen würde, wäre, glaube ich, die Lage gerade anders. Told me, you have to read this article, read this book, read that book, ask this person. And so he was very extensive in his way of explaining. Interessant, also dass er sich die Mühe gegeben hat. Hat es damit zu tun, okay, er war ein Politiker auch, stimmt. Ja, klar, wenn ein großer Imam, ein großer Sheikh jetzt eine Anfrage von einem Politiker bekommt, der die Frage stellt, natürlich gibt man sich dann die Mühe und beantwortet man dann. Ja, ist gut, also Alhamdulillah. But in the end, after I read all these books and articles and made a comparison between prophets from the Old Testament with Muhammad, peace and blessings be upon him, I had no arguments anymore.
Und guck mal, er macht das Salawat auf den Propheten wenigstens richtig, nicht Sallam. To say they are prophets and he is not. And I thought to myself, well, if I accept Moses on these grounds and I cannot accept the prophet, then there is something else. So I thought, why don't I think he is a prophet? And I thought, oh, perhaps because he had many wives. But then again, when you look at Solomon or you look at King David, Abraham, there are a lot of people in the Old Testament that had more wives. And when you look at even outside of the religious books, culturally in Europe, in Africa, Asia, everywhere, there were men with several wives for several reasons. So I thought to myself, well, that cannot be a reason either. So one by one, all these reasons fell. Also, er ist ein gebildeter Mensch, der liest, der geht die Sache auf den Grund und beantwortet die Dinge eigentlich schon selbst. Also im Prinzip sind viele Dinge, die man den Islam vorwirft, einfach eigentlich recht leicht zu beantworten, wenn man möchte, dass man es, also wenn man wirklich möchte und wirklich aufrichtig auf der Suche ist, ohne jetzt voreingenommen die Sache okay, voreingenommen kann ich jetzt nicht sagen, er war ja voreingenommen, aber wie gesagt, der Sache eine Chance gibt, dann wird man Antworten bekommen auf jeden Fall. And I thought, well, I have to say all of them are not prophets, but I didn't believe that because I thought, well, the things they did, they said, the miracles that happened, etc., they were confirmed in what they said and what they did, so they are. And then I said, well, then I have to accept that Prophet Muhammad perhaps is a prophet too. So I was... Schaut mal, er hat das genau richtig gemacht. Genau wie in unserer Aqida, Ahl-Sunnah. Also die Ash'ari und Maturidi machen ja genau dasselbe. Und zwar, lass uns doch erstmal dieses Konzept von Gott verstehen, Gründe für seine Existenz und warum es nur sein muss, dass er existiert und warum der Tawhid das einzig richtige, logische Konzept der zu Allah passt und nichts anderes. So, das ist ja genau dieselbe Vorgehensweise, wenn wir Aqidah von Ahl-Sunnah studieren, inshallah. Es ist genau dieselbe Vorgehensweise. Und dann geht es dann zu den Propheten über, wie er jetzt darüber spricht, okay, wenn ich doch diese ganzen anderen Propheten akzeptiere, warum sollte ich ihn nicht akzeptieren? Die Gründe, warum ich die alle akzeptiere, also die Voraussetzungen, die sie erfüllen, erfüllt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch. Es ist 1:1 dieselbe Vorgehensweise, die logische und auch theologische Vorgehensweise, wie man seine Aqidah eben behandelt und wie man dann Step by Step in die Religion reinkommt. Und er hat das, ich weiß nicht wie, aber einfach vielleicht, weil er ein rational denkender Mensch ist und Aqidah von Ahl-Sunnah ist rational und logisch, hat er dann auch dieses Konzept eingegangen und zwar diese Reihenfolge natürlich erstmal Gott und das Thema Tawhid und das Konzept Gottes, was ist das? Gibt es mehrere von ihm? Wie existiert er? Was ist der? Etc. etc. Und dann die Fragen so beantwortet werden, irgendwann zu den Propheten, die er sendet und im Vergleich mit den anderen Propheten. Gut bei ihm war ja, dass er sowieso schon er war ja gläubig, er kommt ja nicht aus einem atheistischen Kreisen, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn recht geleitet zu der Art und Weise, wie man es richtig macht. Also so wie es eigentlich funktioniert und so sind ja alle Propheten ja gekommen. Also alle Propheten sind ja mit derselben Vorgehensweise so gekommen. Shahadat Tawhid und zwar, dass die Leute zum Tawhid aufrufen und genau diese Logik. Also sie sprechen die Menschen mit ihrer Logik an und zwar, dass es nicht anders sein kann und begründen das auch sehr stark und dann, wenn das stimmt, dann das Thema Propheten und dann dieser Zusammenhang. Also man muss sagen, die Vorgehensweise, wie gearbeitet wird, der Ahl-Sunnah ist sehr logisch, ja, und was er fest. Und er, subhanallah, hat genau dasselbe gemacht. Er hat da dieselben Schritte gemacht. Und ich denke, das ist ein Grund, weshalb er dann am Ende angekommen ist. Er hat keine Zickzack-Routen gehabt, sondern er hat wirklich die saubere, richtige Reihenfolge, wie es sich gehört, wie die Ahl-Sunnah, die Ash'ari und Maturidi das auch machen. I was doubting it. So first I thought, well, it's the most evil person I know because of the history. Then I said, well, perhaps it's not that evil, but he's not a prophet. And in the end, I started doubting, perhaps he is a prophet. Yeah, that took, of course, me reading a lot of books again. And the one thing that I think was very wise. Und das Konzept der Dauer auch von Feind zu weder Feind noch Freund und dann irgendwann Freund und dann Muslim. Und merkt ihr, es geht alles auf bei ihm. Das haben wir alles im Buchclub erklärt. Und zwar, was will die Dauer? Jemand, der feindlich eingestellt ist, wenigstens neutral, weder Freund noch Feind, dann irgendwann vielleicht zu einem Freund und dann auch irgendwann ein Muslim. Kann ja alles passieren, aber jeder Schritt ist gut, ist besser als das davor. Das erfüllt er auch, weil er sagt, kein Prophet, also der böse Mensch, den es gibt, dann, er ist doch nicht so böse, das ist gut, das ist diese Stufe, weder Freund noch Feind. Und dann, nächste Stufe ist dann, ja, vielleicht ist er doch ein Prophet, also der Glaube fängt schon an. Merkt ihr, also Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn auf die richtigen Wege gelegt und hat ihm dazu verholfen, die richtigen Schritte zu gehen. Und das sind die Schritte, die Allah subhanahu wa ta'ala über den Propheten an die Gelehrten weitergegeben hat, wie sie vorgehen. Genauso wie sie ihre Bücher schreiben, wie sie über den Islam reden, wie sie den Islam vorstellen, wie sie unterrichten und wie man den Islam so darstellt und erklärt. Er hat genau dasselbe gemacht, aber ohne Sheikh anscheinend. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn die richtigen Fragen stellen lassen und die richtige Reihenfolge auch einhalten lassen.
um natürlich auch zu dem guten Ergebnis kommen, dass er jetzt Muslim geworden ist. Of Abdul Hakim Murad to say was, he said, well, the books you read about with the anti-Islam arguments are written by non-Muslims. He said, if you want to know more about Christianity, you don't read books from atheists. You start reading the books from the Christians. Why do they believe this? What are the arguments? So he said, you have to do the same with Islam. So start reading Islamic books from Islamic teachers. Und auch sehr gute Empfehlung. Also auch das, du liest ja nicht über das Christentum von Atheisten. From Islamic scholars, etc. And then you can see, if you compare the books on the same topic of people who are Muslim and wrote those books and non-Muslim, you can see where they took the wrong turn, where they translated words in the wrong way, sometimes perhaps even not on purpose, but just because they didn't know, where things are added, where things left out of it. So, and in the end, you see there's this other religion almost created because of all these things. And that's what I did, and that's what I also did with the life of the Prophet, because I read a book from Martin Links, The Life of the Prophet, based on the earliest source of Muhammad. And it was written, of course, by a convert. And his way of reasoning, his way of telling, his way of writing appealed to me, because it's culturally the same thing. How do I approach a certain topic, etc. Right. And it was the first time that I saw him not so much as a warlord, because that's the picture I had in my mind, and I saw him as a friend and a teacher and so much more. And so, yeah, I saw the person and his character, and I said, well, I can say a lot, but I cannot say that this is not a good man. Ich meine, das ist wunderschön jetzt. Also, weil also diesen Warlord habe ich ja nicht mehr gesehen, den Kämpfer, auch eine Facette bei dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aber er hat den Vater gesehen, er hat den Freund gesehen und so weiter. Er hat diesen Charakter kennengelernt. Und das ist wunderschön, weil er ist dem Propheten richtig gedrungen bis zu dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er hat bis zum Vorbild Friede und Segen auf ihn und hat ihn dann kennengelernt. Er sagt, dann kann man nicht schlecht denken, kann man ihn nicht schlecht sehen. Das ist richtig schön, mashallah. Das ist wirklich schön. So his character persuaded me to read more and to want to know more. Ja, genau, subhanallah. Also, dass der Charakter des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ihn dazu gebracht hat, noch mehr über ihn, Frieden und Segen auf ihn. Das ist wunderschön, alhamdulillah. What surprised you the most while doing your research? The story about Hind, there was something that, like a switch, like I had to change. And it was because I thought Hind, she was the wife of one of the enemies, Abu Sufyan. Hind, die Frau von Abu Sufyan, die Mutter von Muawiyah und radiallahu anhu. And in a way, they gave money to kill Hamza, the favorite uncle of the Prophet. And that was what happened on the battlefield. He got killed. They even paraded with his ears and cut off his nose and horrible stuff. So the Prophet was deeply sad, of course, of what happened. And years later, he became powerful. He came in power in Mecca. And then there was Hind. And I was reading this book and I thought, okay. Ey, dieser Typ ist faszinierend. Die Geschichte von Hind, radiallahu anha wardaha, die ist ja zum Islam konvertiert, Frieden und Segen. Ist ja ein Beweis dafür. Ich meine, sein Liebling, sein Onkel wurde getötet, der ihn auch geschützt hat. Und jetzt ist der Prophet, er sagt powerful, er ist stark jetzt, er hat die Macht und müsste sich rächen. Und das ist wirklich interessant. Er sagt, ich habe die Seiten durchgeblättert, um das herauszufinden. Weil das wäre dann der Beweis. He became powerful. He came in power in Mecca. And then there was Hind. And I was reading this book and I thought, okay, now she gets crucified or her head gets cut off or something like that. But he said, well, I cannot look at her right now, but everybody is forgiven. And if you want to stay here and live among the Muslims, it's possible. If you don't want that, you can go. But bloodshedding is over now. And I thought to myself that she was forgiven. If you can forgive someone who kills a relative, especially a favorite uncle of you, even starts parading with parts of his body to show other people that she humiliates you and whatever you stand for, that means you have such a great character. It's very special. It's something you don't see. And that's what he did. So I thought to myself, well, it was a really special guy. And when I thought that, I thought, yeah, well, I have these arguments for him being a prophet. I see his character. I see the way he treated other people. Noch besser kann man es nicht machen. Also noch besser geht es nicht. Also noch besser die Sache anzugehen geht nicht. Also man müsste eigentlich so viel Lehren aus seiner Geschichte ziehen. Und also man kann so viele Lehren daraus ziehen und so viel daraus lernen und ja, wirklich viel für die Nicht-Muslime oder die Interessierten an den Islam oder auch die feindlich gestimmt sind. Also ich habe jetzt sehr viel aus diesen 10 Minuten auf jeden Fall gelernt. Sehr, 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 sehr viel. I see how he treated his enemies. I think he is a prophet. But then I thought to myself, whoa, that's horrible. Because I already accepted this oneness of God. And now I say he is a prophet. If I say there is only one God and Muhammad is his prophet, that's almost... er hat einfach durch Lesen die Shahada ausgesprochen. Es gibt nur einen Gott und Muhammad ist sein Prophet. Friede und Segen auf ihn. Ganz einfach. Er ist logisch dahin gekommen und hat die Shahada dann indirekt gesagt.
Shahada. So I thought to myself, okay, let's close the books, stop, this is going in the wrong direction. And of course, Das war gar nicht das Ziel. Ich wollte eigentlich was Schlechtes finden. Lass uns die Bücher zumachen. course, I wasn't that anti-Islam anymore because of what I read, what I saw, and what I experienced. What I tell you now, it sounds a little like a fairy tale, but it really happened. In the end, there were all these books at the table, and when I had this feeling of, yeah, okay, this is Shahada in a way, I thought, well, I put all the books away, and I put the books on the highest shelf, but there were so many books that a lot of books fell off the shelf. And one of the books that fell off the shelf was the Quran. And when I picked it up, my hand was on a page with Surah 22, Ayat 46. And it says, it's not the eyes that are blind, but the hearts. And I thought to myself, Oh. La ilaha illallah. Subhanallah. La ilaha illallah. really is my problem, because it wasn't the eyes. I really could see what I'd written down myself. Nobody forced me to write this book. Nobody said you have to write this or that. I started writing myself, and I could see it with my own eyes, but I still couldn't accept the fact that I said he is a prophet, there is this one God. I just couldn't. So it wasn't my eyes that were blind, but it was really my heart. I couldn't accept it. I think my nafs or whatever, my ego, I couldn't accept it. And I said, well, God, I don't care if it's the God from the Bible or the Quran, give me a sign or something so that I 100% sure know this is the way. And I went to bed, but when I woke up, I felt very secure in myself. I really felt very secure. I've never been more secure about anything else. The whole anxiety or the whole doubting issue, it disappeared like snow for the sun. And I thought to myself, well, I think I'm a Muslim. Well, and then of course I had to tell other people. What was the reaction of the people around you when you became Das ist faszinierend einfach. a Muslim? Most of them were very negative, of course. For a lot of Ich meine, ihr könnt, also wer Verstand hat, der wird sehr viel aus dieser Geschichte lernen. Also sehr, sehr, sehr viel mitnehmen. people, especially some uncles and aunts, it was kind of a shock. They heard it when it was on the news. I told my mother, and my mother started crying. And my wife was pretty open. Yeah, she was very cool about it. She said, well, if Islam is what you really believe and that's in your heart, who am I? And yeah, some people from my old work were really aggressive. I got over 2,000 death threats from people who used to support me, of course, people who voted for me, people said the most horrible things. We will rape your wife, shoot you, we know where your children. Wow, was schreien die da? Was ist das? Als ob die sowas ihm schreiben. Was ist da los? Und der Islam soll böse sein und diese Leute wollen den Islam aufhalten? Oh mein Gott. Wife, shoot you, we know where your children go to school, stuff like that. And most of them, of course, is nonsense because they're crazy people writing things on their computer. So it was kind of a hectic time. And I had to tell my work, of course, and it was this Christian organization. So to say, the leader of the pack, he said, I can't believe it. And he said, well, I noticed this change when you talked about certain topics on radio. You were kind of a little more mild, not so harsh anymore, but you becoming a Muslim. And after I Guckt, das ist dieser Prozess, den ich euch gesagt habe, von Feind zu weder Freund noch Feind bis hin zu Freund. Und ich habe die gesehen, aber ich habe gesagt, das ist die Dauer, das ist genau das, was die Definition von Dauer. Und die sagten, ja, haben wir ja gesehen bei dir, du warst nicht mehr so harsch, nicht mehr so streng, aber ich habe nicht gedacht, du Muslim wirst. Aber er war in diesem Prozess, das ist die Dauer, das habe ich euch so oft schon erzählt. Ja, Alhamdulillah. I said, yeah, I became Muslim. He said, I couldn't sleep for it for 2 days. I couldn't accept it. It was so strange. But the hardest part for me was telling my grandfather, because my grandfather was dying, and he was 93, 94 years old, and he was on his deathbed at home. I had to tell him, and my mother told me, yeah, you have to tell your grandfather. It was her father. So I said, well, then you have to come with me. It's kind of like a shield. And I just said, well, grandfather, I became a Muslim. And then he closed his eyes. And I thought he stopped breathing because, yeah, he was so old and he really stopped breathing for a while. And Was kommt jetzt, Mann? Oh mein Gott, seine Geschichte ist echt anders. Okay, was passiert jetzt? Er hat seine Augen zu gemacht und dann? then he started breathing again and he looked at me and he said, well, at least you didn't become a Catholic. So it was very funny. Well, at least you Okay, ja, ich habe jetzt gedacht, da kommt was. Ich habe wirklich erwartet, dass jetzt was anderes kommt. breathing for a while. And then he started breathing Ich will again so and he angucken. looked at me and he said, well, at least you didn't become a Catholic. So it was very funny. The last thing, and my old boss from the radio, he said, well, but how do we know that you're not becoming Hindu one day or something else? And I told him, well, I never chose a religion one time, and it was when I became a Muslim. Before that, I didn't choose my religion.
I was born in a Christian family. I was raised in a Christian way. And I'm very grateful for all the good things that it brought me. But it was not my decision. And the only time I made a decision was me becoming a Muslim. And it was the most, like I said, I think the most important decision I made. And it was the most rational decision I made. Genau das, genau das. Und das war die rationalste Entscheidung, die er getroffen hat. Das ist wichtig. Islam ist rational, sehr rational. Und das, was andere versuchen, Islam als widersprüchlich oder barbarisch oder so darzustellen, funktioniert nur mit Leuten, die absolut ahnungslos sind. Und die ganzen Wahhabiyya, Salafiyya, Aqidah, das ist alles nicht rational und das erreicht keinen rationalen Menschen. Das wird auch nur Leute erreichen, die sowieso nicht rational sind, die du über Emotionen gewinnst. Und das sind leider viel zu viele. Aber für rationale Menschen ist das logisch. Es ist das einzig Richtige, was man machen kann. Und das ist das meiste, was ich aus diesem Video nehme. Und dass er sich die Chance gegeben hat aus diesem Hass. Natürlich, da gibt es hat jemand getötet und 11. September natürlich und alles. Und all sind das Sachen, die ihm wirklich zu schaffen. Natürlich das sind natürlich keine schönen Sachen so. Aber dass er sich trotzdem die Chance gegeben hat und die Sache logisch, rational, vernünftig angegangen ist, das ist wunderbar. It's a rational decision I made. I never took years and years to decide one thing, only becoming a Muslim. How did you feel Stark. when you made your first salah? It's of course a beautiful moment, but very strange as well. Because as a Christian, you're not used to pray like that. You pray with your hands together and perhaps on your knees in front of your bed or something. But I think it's very beautiful that you really prostrate, so you really bow down in the deepest way for your Lord. So that's a very humbling, beautiful thing, I think, and that, it made me feel very happy. What were the 3 biggest challenges you faced when you converted to Islam? Well, becoming a Muslim, of course, was a big challenge because I had to tell the world and family, and that was a big challenge. The part of thinking that it would be very hard to become a Muslim because, especially as a Protestant Christian, there aren't so many things you have to do in a religious sense. As a Muslim, in terms of practice, so it is required to pray 5 times a day. It's required to eat in a certain way. It is required to think in a certain way. You have to be the best in a way every moment because of your relation with your Creator and because of the fact that you have to pray 5 times a day. It's a constant reminder in a way of the Creator. So that makes you much more aware of the fact that you have a Lord than as a Christian. That's how I experience it. And I thought to myself, whoa, 5 times a day praying, I cannot do this, I cannot do that, I have to do. So that made it hard in the head. But after I became Muslim, it wasn't hard at all. Are you raising your kids as Muslims? Well, Also bevor er Muslim wurde, waren diese Entscheidungen 5-mal beten und diese ganzen Sachen, das war für ihn in seinem Kopf schwierig. Aber er sagte, aber als ich Muslim wurde, war das überhaupt gar keine Schwernis mehr, keine Schwierigkeit mehr. Und das ist gut, diese Erkenntnis, und gut, dass er das sagt, weil deshalb hat der Islam ja erstmal keine Gebote und Verbote auferlegt, sondern er hat wirklich nur darüber gesprochen, und zwar über den Tawhid und über die Propheten. Das meiste, was der Islam, oder das Einzige, was der Islam 13 Jahre lang angesprochen hat, bis das bei den Menschen saß. Dann erst kamen die Verpflichtungen von Geboten und Verboten. Und deshalb, als das dann kam, war das dann leicht. Aber bevor er Muslim war in seinem Kopf beten und so schwierig. Wie kann ich das machen? Und diese Einschränkungen. Dann hat er sie ja da als Einschränkung gesehen, obwohl er danach sie nicht mehr als Einschränkung gesehen hat. Aber erst nachdem er Muslim wurde. Das heißt, erst nachdem er die ersten 2 wichtigen Stufen hinter sich hatte. You try, of course. I don't know, when you're really raised as a Muslim, I think it's a very difficult job, especially in these times. Of course, when I married, I wasn't a Muslim. You promise in a way that you raise your children as Christians. So after I became Muslim, I'm not raising my children as Christians, of course. If the kids have questions about Christianity, they ask my wife, they get Christian answers. And if they come to me, they get Islamic answers. But most of the time, they ask your father. And my wife cooks halal for everybody. So that's very sweet. She says, well, I'm not going to cook 5 meals. So everybody eats the same. You want halal, everybody eats halal. So in a way, it's like an... Gute Frau, mashallah. Also, und es gibt Muslime, die in muslimischen Familien leben, wo die Eltern absichtlich Haram-Essen machen, einfach aus Trotz, weil die Kinder anfangen zu praktizieren. Oh Mann, was für ein Kontrast. Organic process. What was your heaviest and most regretful expression that you used for Islam? I think Islam is a lie. Because that's something I used to say. Islam is a lie, the Quran is poison. But when I said Islam is a lie, that's the whole religion and everything that comes with it. So that's like the highest level of jahiliyyah in a way. Yeah, that's something I regret because it was like an umbrella and everything else was under this concept of Islam is a lie because that was the core thought. And of course I do blame myself, and I know there are a lot of people out there not practicing Muslims that do so. And in a way I understand it because in a political sense and in a social culture
cultural sense, everything is said and done is still there. I sometimes even hear arguments from people in my old party that I invented in a way. Yeah, that's something that bothers me, and that's one of the reasons that we founded an organization. It's called the IXC, Islam Experience Center, and we go to schools, primary school, high school, college, universities, but also to departments of the government, other social organizations, churches, to take away misconceptions about Islam, to share the message. Ey. Also Leute, er war verbitterter Feind und jetzt ist er aktiv tätig. Also das ist faszinierend. Was faszinierend ist, ist nicht, dass es passiert, sondern dass es immer wieder passiert. Also zur Zeit der Sahaba, zum Beispiel Umar, war ein verbitterter Gegner, radiallahu anhu. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn dann zu einem gottergebenen Menschen gemacht und er war wirklich Gott ergeben und hat sein Leben für diese Religion gegeben. Er war aktiv daran beteiligt. Und was mich fasziniert, ist nicht, dass es jetzt passiert ist, sondern es passiert immer wieder und das seit 1400 Jahren. Darf man nicht ignorieren, das muss man, ja, das ist stark einfach. Reality with the glasses, so it's a very fun experience as well. And we try to erase in a way the things I said and done in the past. How should people research about Islam? Do you advise just searching at Google? No, I would certainly not advise Google. It's the last thing I would advise. Warte mal, ich habe was für ihn, wartet. Ich habe was für ihn, wartet mal. Dafür, dass er es gesagt hat. Dafür, dass er sagt, nicht googeln. Das ist das Letzte, was man macht. Finde ich korrekt von ihm. Shut down the computer. No, I think it's very important that people read books, real books with pages and stuff. I would recommend Muhammad, his life based on the earlier sources of Martin Link's, the book I talked about earlier. It's a green book. And I think it's very important for people not just dive into the Quran, because it's a very complex book. And if you don't have anybody who can teach you what you read, especially most of the people who don't know anything about Islam are not fluent Arabic, classic Arabic speaking people. So you will read an interpretation of the Quran or a translation. And er sagt es schon. Er sagt es. Nimmt es einfach an. Versteht es. Einfach nur verstehen. Das ist Mensch, der versteht. Das ist Mensch, der Allah hat ihm ein funktionierendes Gehirn gegeben. Und er benutzt es. Ganz einfach. Most of the time that's not the real deal, of course. So I would advise people just to study the Sirat, study the character and the life of the Prophet, because that's what the tradition teaches us as well. Studiert die Sira. Und unsere Gelehrten haben ja deswegen die Übersetzung des Koran nicht so gut gefunden. Lasst die Leute die Sira lesen. Das ist das Beste, weil das die Auslebung des Koran ist. Das ist die praktische Auslebung des Koran. Und nicht direkt den Koran lesen lassen. Egal. Was soll ich sagen? Ich kann es nur wiederholen. Study the character and the life of the Prophet, because that's what the tradition teaches us as well. His life was the Quran. Sein Leben ist der Koran, sallallahu alaihi wasallam. Das ist sein Leben. Und deshalb, er hat ja gesagt, die sprechen kein Arabisch, können kein Tafsir, haben diese ganzen Qualitäten nicht. Dann kannst du ihm doch nicht einfach den Koran in die Hand drücken, sondern man lässt sie die Sira des Propheten lesen, dann lernen sie ihn kennen. Und wenn sie ihn kennen, dann haben sie den Koran auch verstanden. Denn wenn sie den Koran lesen, verstehen sie das auch. Zum Beispiel das mit dem Frauenschlagen und so weiter. Das ist die praktische Umsetzung. Und wenn man das liest und dann später erst den Koran liest, dann hat man ein anderes Bild, als wenn man direkt den Koran liest, welches aus Geboten und Verboten besteht und direkte Anweisungen, weil der Gott eben zu seinen Geschöpfen spricht, wie ein Gott nun mal eben mit seinen Geschöpfen spricht. Das verwirrt halt jemand, der nicht aus den religiösen Kreisen kommt oder ein schlechtes Bild von der Religion hat. Wundert euch nicht, wenn unsere Gelehrten schon vor vielen Jahrhunderten, 1200, 1100 Jahren schon gesagt haben, nicht übersetzen. Oder wenn die schon übersetzt nur die Ayat, die über den Tawhid sprechen. Nee. Jetzt merkt ihr, warum unsere Gelehrten nicht einfach sowas aus Quatsch sagen, einfach so mal aus Lust und Laune. Es hat schon einen Sinn, warum die das sagen. Quran. He was the living Quran in a way. Just study his Sunnah, and I think that is the best way of discovering Islam. What would you like to say as your final comments? I became much more happy after I became Muslim. So I would like to invite everybody to become Muslim, just because it brings peace to your soul and peace to your heart. It is the truth. It resonates with heart and soul. At least look at it from an Islamic perspective. Try to read and study the life of the Prophet. Try to understand what the Muslims believe. Not so much the behavior of Muslims, because there are a lot of Muslims that don't live like Muslims, including myself. I don't always live like a Muslim. Guck mal, guck nicht auf die Muslime, sie leben nicht wirklich den Islam, ich auch nicht. Nee, der Typ ist vorbildlich, mashallah. We all do, but you should look at the example of all examples, and it was the Prophet. And if you study his... Guck mal, mit welchem Respekt er über die Propheten
sallallahu alaihi wasallam spricht. life. Perhaps you find guidance that leads you to the truth. Ja, liebe Leute, was soll ich euch sagen? Also wunderschön, also es ist wirklich sehr schöne Geschichte, hat eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte und ich bin wirklich positiv beeindruckt von ihm und auch darüber, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn zur Rechtleitung gebracht hat. Also, wie gesagt, guckt euch das nochmal am besten an und versucht so zwischen den Zeilen zu lesen, zu verstehen, wie er dahin gekommen ist und dann werdet ihr ganz genau wissen, wie die Dauer eigentlich funktioniert und wie man sie wirklich macht. Da werdet ihr auch gleichzeitig dann sofort auch wahrscheinlich lernen, was man dafür braucht, um es zu machen. Wunderschön. Sehr, 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 sehr schöne Geschichte. Alhamdulillah. Der Islam hat seine schönsten Seiten hervorgehoben und noch schöner gemacht. Also es hat seine schönsten Seiten noch schöner gemacht.